Ja, hallo und herzlich willkommen zu diesem Video von mir. Mein Name ist Dr. Nalleger und in diesem Video geht es darum, dass ich euch Tipps gebe, worauf man als Wissenschaftler achten muss, wenn man ein Paper veröffentlicht und mit verschiedenen Journals zu tun hat. Und da möchte ich euch ein paar spezielle Tipps dazu geben. Wenn dich das interessiert, bleibt gerne dran. In Kürze geht's los. Ja, worauf muss man achten, wenn man vorhat, ein Paper zu veröffentlichen in einem Journal? Es gibt ein paar grundlegende Dinge, die damit befassen wir uns in eigenen Videos, aber ich möchte ein paar Zusatztipps geben, also ganz spezielle Tipps, die oft so nicht in der Weise in der Anleitung stehen. Der erste Tipp ist, wenn ihr ein Journal auswählt, um dort euren Artikel möglichst unterzubringen, dann ist es ja in der Regel mit einem Peer-Reviewed Verfahren verbunden. Das heißt, es wird meist in einem Double-Blind-Verfahren, doppelt Blindverfahren geprüft, ob euer Artikel den Anforderungen entspricht. Und die Anforderungen sind vielfältig, darauf gehe ich dann noch extra ein in einem Video, aber kurz gesagt, ob richtig zitiert wurde, ob das Thema passt, ob es relevant ist, ob die Länge des Artikels passt, ob der Stil passt, die Argumentation passt und so weiter. Und wenn es dieses Peer-Reviewed-Verfahren besteht, dann werdet ihr entweder angenommen oder es ist noch eine gewisse Veränderung notwendig, die ihr dann einarbeiten könnt und dann wird es eben angenommen. Oder man wird abgelehnt. Eine Ablehnung ist aber jetzt nicht das Schlimmste. Ihr dürft euch durch die Ablehnung eines Journals nicht entmutigen lassen, denn eins sollte euch immer klar sein: Selbst Nobelpreisträger haben in Journals publiziert und wurden oft zunächst einmal abgelehnt und haben dann erst im zweiten, dritten Anlauf erst eine Annahme erfahren. Ja, und wenn man jetzt sagt, ich habe ein Journal, in dem ich eben publizieren möchte, ich habe ein Thema gefunden und weiß, okay, in dieses Journal würde das reinpassen und da habe ich einmal vor, angenommen zu werden, dann ist mein Tipp, konzentriert euch wirklich auf dieses Journal. Nicht nur so, dass ich meine Arbeit schreibe und alles versuche perfekt zu machen, damit das Thema passt und so weiter. Das ist auch wichtig. Aber ich merke immer wieder, dass Studenten oder Forscher vergessen, sich ganz auf das Journal einzustellen. Was meine ich damit? Erkundigt euch, was ist das für ein Journal? Seit wann gibt es das? Welche Themen bearbeitet es? Wer ist zuständig? Und so weiter. Ihr müsst alles wissen über das Journal. Und wenn das der Fall ist, wenn ich einmal alles weiß, dann kann ich ja auch, wenn ich weiß jetzt mein Thema und um was es gehen soll, dann müsste ich nur noch schauen, gibt es genug Artikel in diesem Journal, die ich in meinem Paper zitieren kann. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Denn ihr müsst euch so vorstellen, wenn ihr jetzt ein Thema schreibt und in diesem Journal gibt es zu wenig Artikel, die ihr in eure Arbeit hineinnehmen könnt, um es zu zitieren, dann ist nur das Problem, dass man doch eher abgelehnt wird, weil der Herausgeber vom Journal natürlich interessiert daran ist, dass seine Arbeiten, die in seinen Journals vorkommen, oft zitiert werden.
Und das ist jetzt das, was ihr euch merken sollt, die Qualität von einer Zeitschrift, also von einem Journal, wird danach bemessen, wie oft es zitiert wird. Und jetzt ist ganz logisch die logische Schlussfolgerung. Wenn ich jetzt ein Top-Paper schreibe mit tollen Zitaten und alles, aber diese Zitate, die ich da drinnen habe, sind so gut wie nicht Autoren bzw. Werke, die in diesem Journal bereits auch erarbeitet wurden in den letzten Jahren, dann kann trotz einer perfekten Arbeit sehr leicht sein, dass das Journal euch ablehnt, obwohl es sonst vielleicht thematisch ideal dazu passt. Also auf das achtet bitte. Das heißt, wenn ich ein Thema habe und alles jetzt bereit ist, um es zu schreiben und ich Literaturrecherche gemacht habe, dann immer gleichzeitig mit einbeziehen in die Literaturrecherche ist in dieser Literaturliste, die ich verwenden werde, sind da wohl genug Werke drinnen, die in diesem Journal schon vorkommen. Ja, es muss nicht jetzt in der letzten Ausgabe sein oder so, sondern innerhalb der letzten 5 Jahre. Also älter als 5 Jahre sollte es nicht sein. Das muss man wieder beachten. Also ich hoffe, das kommt so einigermaßen rüber. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Damit man nicht dann enttäuscht ist, wenn man sagt, naja, es ist eine perfekte Arbeit und nicht angenommen. Ja. Der nächste Punkt ist, dass wenn ihr englische Paper schreibt, was ich grundsätzlich empfehle, weil echte Wissenschaft ist Englisch, wie wir wissen, und deutsche Artikel kann man schreiben, dann später mal auch als Ergänzung oder als Beitrag, speziell wenn es dann einmal ein Journal ist, was die auf das eher Wert legen, dass man auch in Deutsch was schreibt. Aber sonst, was die Recherche anbelangt, um auf dem neuesten Stand zu sein und um international wirklich auch anerkannt zu werden, kommt sie nicht drum herum, wirklich eure Englischkenntnisse auf Vordermann zu bringen und möglichst auf Englisch zu publizieren. Ihr müsst sich immer mehr daran gewöhnen, auf Englisch, denn denkt allein in Indien, ist alles auf Englisch. China ist trotz deren Sprache und so weiter, sie kommen um die englische Literatur nicht herum. Ganz Europa, ganz wichtig. Und deswegen, ja. Und was ich da sagen wollte ist, wenn ihr einen englischen Artikel verfasst habt, dann unbedingt von einem Native Speaker Korrektur lesen lassen. Ja, das heißt, nicht von jemandem, der selbst Englisch als Fremdsprache hat, sondern das muss ein Native Speaker sein, damit es wirklich so Kleinigkeiten wie grammatikalische Feinheiten, stilistische und so. Allerdings möchte ich da auch sagen, da ist das Programm Writeful sehr hilfreich, denn das hilft euch beim Schreiben schon das akademische Niveau und die akademische Sprache eben zu lernen und anzuwenden. Ja, und der nächste Punkt ist, dass man einen Artikel nur, also gleichzeitig in einem Journal anbieten kann. Das heißt, ich kann nicht einen und denselben Artikel in 3 Journals zum Beispiel gleichzeitig einreichen. Das geht nicht, das ist verboten. Also wenn ich einen Artikel habe und den jetzt publizieren möchte, dann muss ich mir zunächst einmal Gedanken machen, in welches Journal. Und da kann ich nur eines nehmen. Und in einem anderen Journal kann ich mich erst dann bewerben, wenn ich den Artikel wieder zurückbekomme, das heißt, wenn er abgelehnt wird. Ja, dann kann ich mich woanders drum bewerben. Sollte aber immer auch darauf achten, dass ich die Verbesserungsvorschläge von den Gutachtern trotzdem einarbeite, denn man weiß nie, ob der ein oder derselbe Gutachter nicht woanders auch tätig ist. Und wenn ihr
zum Beispiel die Frage habt, ob ich jetzt, wenn ich in einem Journal abgelehnt wurde, ob ich dann gleich wieder einreichen kann. Und da ist die Sache die, nicht unmittelbar. Also schaut, dass hier ein bisschen Zeit vergeht, damit, das macht sonst kein gutes Bild, wenn ihr quasi abgelehnt werdet und kurz danach ist schon wieder die Einreichung. Also ruhig hier etwas Zeit streichen lassen und lieber inzwischen einmal bei einem anderen Channel zu versuchen unterzukommen. Und weiterer Tipp von mir ist, dass man die Kritikpunkte der Gutachter in diesem Peer-Reviewed-Verfahren wirklich ernst nimmt und sich diese Kritikpunkte in ausformulierten Sätzen, so wie es die Gutachter auch formulieren, in einer eigenen Datei festhalte. Warum? Weil, wenn ich später einen weiteren Artikel schreibe oder dann auch wieder mal eine gewisse Zeit vergangen ist, dass ich dann doch immer wieder nachschauen kann und sage, okay, auf das und das wurde Wert gelegt. Und das kann ich dann im Vorhinein schon berücksichtigen und weiß eben, dass ich, wenn ich diese Fehler schon einmal vermeide, dass es das nicht mehr sein kann. Ja? Das ist also ein wichtiger Tipp. Und last but not least ist, dass wenn ihr einen Artikel einreicht, egal bei welchem Journal, und es peer-reviewed getestet wird, dann müsst ihr, bevor ihr den Artikel einreicht, alle Hinweise auf die eigene Person müssen gelöscht werden. Warum? Weil es ist ja ein Double-Blind-Verfahren. Und ein Double-Blind-Verfahren heißt, der Gutachter weiß nicht, von wem der Artikel kommt, damit es hier zu keinen Bevorzugungen oder Absprachen kommt. Und deswegen weiß der das nicht. Und gleichzeitig weiß ich aber auch nicht, wer meinen Artikel Korrektur liest. Denn es könnte ja auch hier sein, dass ich die Person kenne und dann hier Absprachen treffe. Und das soll vermieden werden. Es soll wirklich ganz objektiv entschieden werden. Ja oder mit Verbesserungen oder nein. Und deswegen müsst ihr alle Hinweise, das heißt, achtet auch bei der E-Mail-Adresse drauf, wenn ihr den Artikel per E-Mail einreicht, dass nicht euer richtiger Name oder vollständiger Name erscheint. Da ist gescheiter, man macht eine andere E-Mail-Adresse auf und dass auch auf dem Papier selber nirgends euer Name oder Adresse oder sonst was steht. Es muss komplett anonym sein. Und das sind meine Tipps für das Publizieren von Papers und dazu wünsche ich euch gutes Gelingen und bis bald, euer Dr. Easy. Ciao.